Diese Episode startet an dem Fluss namens Alt, wo wir uns unser Frühstück schmecken lassen. Nachts macht Sarah dort eine für sie angstvolle Begegnung. Unsere Strecke verläuft weiter Richtung Sibiu. Dort treffen wir auf einen wolfsähnlichen Hund und auf Kühe, die für die nächsten 2 Tage unsere Nachbarn sind, bevor es nach Sibiu selbst weitergeht. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind jetzt gerade an unserem Stellplatz angekommen und vor, keine Ahnung, 4 Kilometer vor dem Platz ist uns aufgefallen, dass ich den falschen Platz eingestellt habe und wir am eigentlichen Stellplatz, einer schönen großen Wiese, vorbeigefahren sind. Und nicht nur um 20 Kilometer, sondern nicht nur um 5 Kilometer, sondern um über 30. Und ja, jetzt stehen wir da ziemlich scheiße im Moment. Beziehungsweise direkt am Fluss ist ganz schön, aber ja, es könnte schöner sein. Und ich gehe jetzt mal mit Rio hinter die Straße lang und schaue, ob hier vielleicht noch was Besseres kommt, weil es hier echt schwer ist. Es ist so zugebaut südlich von Sibiu und ich würde jetzt sagen, wir fahren definitiv hier hinter, weil es hier sogar eine Wiese mit Bank daneben gibt und vor uns geht es einmal zum Fluss runter und einmal gibt es einen Aussichtsturm, der allerdings umwachsen ist, aber ist trotzdem schön. Ja. Gehen wir mal hinter, also wieder zurück zum Auto, holen die Sarah und dann fahren wir hinter, würde ich sagen. Ist viel schöner als vorne neben der Straße, wo alle zur Ostermesse fahren. Was jetzt schon echt viel Verkehr ist und das wird wahrscheinlich wenn der Gottesdienst selber ist, noch viel mehr. Komm, geh zu. So. Wir fahren hinter. Ja? Riesen-Area? Ja, nicht riesig, aber eine kleine Grasfläche mit Bank. Und jetzt weiß ich nur nicht, wo der hinfährt, der gerade reingefahren ist. Ja. Schaut auf jeden Fall besser aus. So, wir sind jetzt hinten und schauen gerade ans Ufer. Ah, hier unten hätte man sich auch hinstellen können. Ja, ist ja fast schöner. Von der Straße geschützt. Ja, stimmt. Weil auf der anderen Seite vom Fluss ist die Hauptstraße. Was man dezent hört. Aber es ist echt wunderschön. Und das ist jetzt unser Ausblick hier unten. Und hier drüben ist die Hauptstraße. Ist leider ein bisschen laut, aber besser als der Platz vorne an der Straße selber. Ja, sehr schön. Ich muss sagen, selten einen so tollen Aussichtsturm gehabt. Also man muss sagen, der Aussichtsturm ist gefühlt nagelneu, Ja. aber ohne Aussicht. Aber gut so, weil sonst müssten sie ja die Bäume wegmachen und das möchten wir. Das stimmt. Oder den Aussichtsturm einfach höher. Ja, okay. Auf jeden Fall, da hinten stehen wir heute Nacht. Und ja, ich denke, jetzt wird es erstmal Abendessen geben. Und dann, keine Ahnung. Ja, Mal schauen, was das Abend so bringt. So, eigentlich wollte die Sarah jetzt den Abendspaziergang machen. Aber sie sagt, da ist irgendwas. Und jetzt schauen wir mal zusammen hin mit Rio, ob da wirklich was ist. Also ich sehe nichts. Es ist eine Plastiktüte oder anderer Müll. Ja, Rio, fall du nicht drauf rein. Wie Sie sehen, es ist Müll. Hallo, das ist voll gruselig.
Was halten Sie davon? Hast du Angst vor Müll? Es war so gruselig. So, jetzt können wir beruhigt weitergehen und werden jetzt dann auch schlafen danach. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute gibt es Frühstück am Fluss, die heißt Alt, mit Müsli. Genau. Und der Stellplatz ist wunderschön. Auf jeden Fall. Ich möchte betonen, dass ich der kreative Part von uns war. Und ich der Leckere. Du meinst es auch lecker. Genau, wir lassen es uns jetzt schmecken. Unsere Neugierde, mehr zu erleben, treibt uns weiter. Durch schöne Landschaften und idyllische Dörfer geht es an einem Platz direkt an einem Fluss, in der Nähe von Stätterdorf. Wir haben Besuch bekommen. Lauter Kühe. Und mit Rio können wir jetzt Kühe trainieren. Also die nicht mehr angeschleppt. So. Haben wir nämlich an Elea Beach in Griechenland welche kennengelernt, die auch einen Hund haben, der am Anfang alles angekleppt hat. Und die haben ein Triggerwort, wie so ein Klicker, eingeführt. Und immer wenn der Hund was Neues sieht, wo er darauf reagiert, sagt man das Wort und belohnt es, wenn der Hund nichts macht. Und so haben sie es geschafft, dass der Hund eigentlich nichts mehr ankleppt. Und Rio, sobald er von irgendwas überrascht wird, kleppt er doch noch recht viel. Und deshalb sind wir da nach wie vor dran mit allen neuen Sachen. Und Kühe hat er auch noch nicht so viele gesehen. Aber er macht es gut. Und wir stehen hier wunderschön an einem Fluss. Ich glaube, das ist nicht so gut. Nee, nicht schnüffeln. Ich glaube, das findet die Kuh nicht gut. Super. Eine Kuh ist nicht schlimm. Oh, da hinten sind noch mehr. Eine Kuh macht Mu. Viele Kühe machen Mühe. Alter Spruch von meiner Oma. Bei dem Platz, wo wir jetzt stehen, bei der Bewertung gibt es einen Beitrag, dass hier ein wolfsähnlicher Hund rumläuft und deshalb sind sie wieder gefahren. Und der war jetzt auch gerade an dem Picknickplatz von den anderen. Bei den Überresten hat er nach Fressen gesucht. Und ja, er schaut einem Wolf ähnlich, aber auf den Bildern hat man dann gesehen, dass er blaue Augen hat und eher einem Husky ähnelt. Also er hat auch eine weiße Maske, also schaut mehr wie ein Husky aus. Aber trotzdem cool, das einfach mal zu sehen. Aber ich habe mich so auf den Wolf gefreut. Wir haben jetzt einen Wolf nur in Bulgarien gesehen, als wir auf dem Parkplatz von der Werkstatt waren und auf die Ersatzzelle gewartet haben. Da haben wir morgens zusammen mit Henry einen Wolf gesehen auf der anderen Seite, weil wir da nicht wussten, dass es ein Wolf ist. Wir wussten es erst oder waren uns erst sicher, als er dann im Wald verschwunden ist. Wir dachten erst, dass es ein Straßenhund ist, der einfach sehr ähnlich ausschaut. Der wolfsähnliche Hund streift vor allem in den Morgen- und Abendstunden am Fluss entlang, in der Hoffnung, an den Picknickstellen noch etwas Futter zu finden. Viele Straßenhunde, die wir bisher getroffen haben, sind sehr ängstlich, so auch dieser. Wir haben das Glück, mit unserem Teleobjektiv diesen genau beobachten zu dürfen und legen auf der anderen Flussseite etwas Hundefutter aus, um in der Zeit unseres Aufenthalts es diesem einfacher zu machen.
Das Schwarz-Weiße, das ist voll süß. Das ist fast gestolpert gerade. Guten Morgen! Hier standen wir jetzt die letzten 2 Nächte und heute geht es für uns nach Sibiu. Das ist zu Deutsch damals Hermannstadt gewesen, ist bekannt für die germanische Architektur in der Altstadt und ein Erbe aus dem 12. Jahrhundert von den früheren sächsischen Siedlern. Waren es sächsische Siedler? Ja. Gut. Sibiu ist eine Stadt mit 147.000 Einwohnern. Es wird vermutet, dass 1147 die ersten deutschen Siedler die Gegend erreichten. Die Einwohnerzahl erreichte im Jahr 1992 den Höchststand und sinkt seitdem langsam, vor allem die Anzahl der deutschen Einwohner hat seit 1989 rapide abgenommen. Wir packten unsere 7 Sachen und streiften durch Sibiu, ehemals Hermannstadt genannt. Bereits die ersten Gassen ließen uns innehalten. Es gibt liebevoll gestaltete Häuser, die noch den damaligen Charme versprühen, auch wenn einige von ihnen schon die beste Zeit hinter sich gelassen haben. Zufälligerweise scheint ein kleiner Jahrmarkt auf dem großen Platz gerade stattzufinden, mit liebevoll gestalteten Dekorationen. Beim Sargturm gönnten wir uns noch einen Kaffee bzw. Eis und legten unter anderem für Rio eine kleine Pause ein, bevor es zurückgehen sollte. Sibiu ist wunderschön und definitiv eine Empfehlung. Also wir waren jetzt so 2 Stunden sind wir durch die Stadt geschlendert, vor allem die Altstadt, richtig schön. Ja, wir stehen noch in Sibiu, südlich von Sibiu am Friedhof, mal wieder. Das wird jetzt heute unser Nachtplatz werden und jetzt gibt es erstmal Abendessen. Heute gibt es Gnocchi, also ich habe das Rezept von einer Freundin, mit Tomaten, Mozzarella eigentlich drin angebraten. Und Pfeffer, Salz und eine Zwiebel schneiden wir heute mal mit rein. Jetzt ist es fertig und jetzt beginnt die größte Sauerei, aber es ist egal, weil es schmeckt trotzdem. Auch wenn es nicht wie ein 5-Sterne-Menü ausschaut, schmeckt es einfach richtig gut und wir können es jedem empfehlen, es nachzukochen.
Vielen Dank, dass du unser Video angeschaut hast. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Like, Kommentar und ein Abo dalässt und uns auch weiterhin auf der Reise begleitest. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute gibt es Frühstück an dem Fluss der Alt. Der was? Der Alt. Alt. Wie alt? Ah. Nochmal? Ja.